Und jetzt schaue ich mal nach, ob noch irgendwo welche sind. Ansonsten, manchmal sind hier noch welche, da darf man die nicht vergessen. Oder hier unten drin. Ist immer doof, wenn man den Block spalten möchte und noch Schrauben vergessen hat. Das kommt sehr doof. Die Ölwanne mache ich noch ab, das ist mir gerade eingefallen. Es ist übel zu viel Dreck in den Schrauben dran. Dann komme ich mit dem Sechskant nicht rein. Oh! Und wieder ein Leckerbissen hier. So, gut, was ist das? Das ist ein Metallring. Nicht gut, wenn man sowas in der Ölwanne findet. Irgendwas hat sich auch gelöst. Dann hole ich den jetzt mal aus dem Gestell raus. Zack. Ich habe mir jetzt auf die Schnelle so einen wunderschönen Motorhälftentrenner gebaut. Seht ihr ja ein Stück Rechteckstahl, ein paar Bohrungen drin. Und ich wollte eigentlich jetzt den Abzieher hier außen ansetzen und dann auf die Mitte drücken. Aber der Block, der trennt sich jetzt auch gerade schon so. Hier kann man schon sehen, hat auf jeden Fall einen deutlichen Spalt. Ich fahre jetzt nochmal vorsichtig einfach durch die Fläche durch, damit hier zum Beispiel die Dichtung durch ist. Oder noch irgendwo Federreste sind. Ich schabe jetzt hier keine Dichtung ab. Und ich mache einfach nur kurz, kontrolliere ich, ob alles wirklich frei ist. Upsi. Geht doch. Ein bisschen blöd. Das Schaltgestänge ist auch rausgefallen. Aber komm, ich stelle das mal alles mal rein wieder. Ist schon eine recht massive Kurbelwelle, muss man echt sagen. Ja, dann lege ich das jetzt auch noch mal kurz frei alles. Und dann wird noch mal kurz über alles drüber geguckt. Um diesen Steuerkettenspanner rauszuholen, muss man diesen Stift hier raus oder diesen Bolzen da rausdrücken. Und den wollte ich jetzt mal von hier und da durchschlagen. Ich gucke aber vorher, ob es ein Gewinde ist, ob es eine Schraube ist oder ob man das durchschlagen kann. So, es ist kein Gewinde. Es ist einfach ein Stift, den man rausdrücken kann. Ganz vorsichtig. Der braucht keine Kraft. Zack, hat einen kleinen O-Ring, deswegen sitzt er ein bisschen stramm. Den kann man jetzt rausholen. Hier innen drin sind keine Unterlegscheiben, kein gar nichts. Dann ist die Seite soweit fertig. Die Lager, die hole ich auch noch raus. Und zwar mache ich das jetzt erstmal alles ein bisschen sauber. Die Lager kann ich nicht wiederverwenden. Also die Lager will ich nicht wiederverwenden, weil ihr seht ja hier überall diese ganzen schwarzen Punkte. Das sind alles Ablagerungen. Und man spürt es vielleicht ganz minimal, dass was drin sein könnte in den Lagern. Das Risiko ist mir zu hoch, deswegen kaufe ich mir einen neuen Satz. Lager. Und ersetzt die alle. Also ich mache es erst sauber, dann kommt es in den Backofen, wird schön warm gemacht und dann fallen die Lager auch einfach raus. Und dann, wenn der Block wirklich mal sauber ist, hier das ganze schwarze Zeug weg ist und so, teilweise ist, denke ich, auch Lack, dann kann er nochmal inspiziert werden, ob es irgendwo Risse gibt an den Lagern, ob es irgendwo eine zu große Belastung mal gab. Und dann wird wieder der Zusammenbau beginnen. Also hier ist auf jeden Fall mal da unten. So, das ist die Seite. Und bei der Seite habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Da kann ich jetzt noch mal dieses Lager, kann ich noch die Schrauben lösen. Licht runter. Ja. So ein Gummiring. Ups.
Und jetzt werde ich noch die Passhülsen aus dem Motorblock rausziehen. Das mache ich hier mit meinem selbstgebauten Ausziehwerkzeug. Da habe ich einfach so eine Spannzange drin, die das greift und dann man es aushämmern kann. Soweit ist der Motor jetzt erstmal komplett zerlegt. Alle Teile müssen jetzt gereinigt werden, mehrfach, und inspiziert werden, ob es irgendwelche Schäden gibt, zum Beispiel hier Pitting bei Zahnrädern oder irgendwelche Dichtflächenprobleme. Abgebrochene Teile, wir hatten ja schon hier diesen Kickstarter, das Kickstarterblech hier, was kaputt war. Und dann wird alles hier sauber gemacht, die Lager kommen natürlich vorher noch raus, alles gestrahlt oder nass gestrahlt, neu lackiert, und dann beginnt es mit dem Zusammenbau. Um die Lager jetzt aus dem Motorblock, aus den 2 Hälften rauszuholen, werde ich die einfach in meinen Pulverofen reinmachen und aufwärmen, bis die Lager dann automatisch rausfallen. Jetzt haben wir aktuell 13,8 Grad und dann werde ich so auf 150 Grad mal aufheizen. Ich habe hier eine Ebene reingemacht, damit es ein bisschen höher ist, weil unten, wisst ihr ja, ist immer die Kälte und oben wird schneller warm. Deswegen ist diese Ebene da drin. So, jetzt stelle ich mal beide Hälften rein. Mal wieder hier schön Ofenbleche vom Sperrmüll geholt. Und dann warten wir ab, bis die Lager rausfallen. So, was machen denn unsere Lager? Sind schon alle rausgefallen? Uiuiui, stinkt das. Wie man sieht, sind alle Lager rausgefallen. Jetzt lasse ich die Blöcke schön kühlen und dann geht es ans Saubermachen und Aufbereiten der beiden Hälften.